Wir sind im voraussichtlich letzten oder vorletzten Part dieses Let's Plays von meiner Seite aus. Dann endet die Closed Beta und ich kann nicht weiterspielen. Das ist also so ein bisschen der Grund, warum es hier für mich enden muss, leider. Ich würde sehr, 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 sehr gerne weiterspielen. Von daher werden wir hoffentlich noch einiges entdecken können, aber ich denke mal nicht mehr zu viel entdecken. Ja, zerstöre auch das Ding. Kann ich hier hoch? Nö. Hier links ist noch ein Rätsel plus ein paar Gegner. Oh, hier wollte ich gar nicht angreifen. Ich wollte eigentlich das Objekt angreifen, das da war. Aber nehmen wir die paar Rätsel noch mit. Ich glaube, wir werden nicht mal mehr erleben, was in dem Haus sein wird. Denn der Junge hat uns gewarnt, dass im Haus irgendwas Fettes ist. Wahrscheinlich ein richtig dicker Gegner, ein cooler Endboss. Hätte ich interessant gefunden, dagegen zu kämpfen. Aber jetzt ist es halt so, jetzt kämpfen wir nicht. Und dann schauen wir uns das wann anders an. Das passt ja auch. Irgendwann kommt das Game hier mit einem Full Release raus. Dann werden wir einen fetten 24-Stunden-Stream oder ähnliches machen. Das muss ich mir noch überlegen. Doch davor, zack, Impair. Greif an. Oh, das ist wieder so ein Rätsel. Bisher habe ich ja alle Rätsel geschafft, ohne irgendwie nachzudenken, ne? Bum, bum. Und aus irgendeinem Grund habe ich es wieder geschafft, ohne irgendwie nachzudenken. Bisschen random hier und da durch die Gegend schießen und man schafft das. Aber jetzt hätte ich noch nicht mal die Chance gehabt, nachzudenken, weil ich noch nicht mal alle aktiviert habe, um zu sehen, wie genau die einzelnen Teile getriggert werden. Also, ich kenne diese Art Rätsel aus Genshin Impact. Ich wüsste, was ich machen müsste. Aber am Ende des Tages musste ich noch nicht einmal nachdenken. Das ist auch nett. Sind wir schon beim Entrance? Also ich hoffe, wir kommen wirklich da bei Waisenhaus an. Sie haut wieder komplett durch, die Himiko. Du zerstör bitte alles. Du zerstör die ganze rechte Unit. Und du hauen auch hier drauf und beenden das Ganze. Ah, ist doch so klar, dass da ein zweites Team noch kommt. Zack, Nummer 1 haben wir down. Und du kannst leider keinen Schaden machen, dann hau einfach auf die Mitte. Aber du. Zack. Ich muss auf den linken hauen, okay? Ach, da kommt die Himiko schon. Und das war's wieder. Ich kann ja gar nichts mehr machen. Schild, ja, down. Gegen schneller als erwartet. Cool. Ach, warte, hier war ein Gegner, aber kein... Doch, hier ist eine Kiste. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Ich brauche eine Kiste mit in diesem Game, damit ich vorankomme. Ohne Kisten geht bei mir gar nichts. Dauer noch, scheinen wir schon da angekommen zu sein. Ja, sagen wir gerade auch. We made it! Geschafft! Das heißt, Crates have been sitting there for many years, right? Even if they have materials in them, are you sure they are still usable? Ja, sie sind immer noch benutzbar. Do you think undergrounders care about expiration dates? Even having any supplies is a miracle in itself. Kommt drauf an, was? No. Empty. How are they all empty? Who could have... Lass uns reingehen. Careful! Enemy behind you! Oh, oder der Enemy ist es. Diese ganz... that's a big one. Looks tough. Ja, ist vollkommen egal, wir hauen drauf. Oh. I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. This is it for you, pal. Dürfen wir sie jetzt auch benutzen? Das würde ich ja mal feiern, wenn wir endlich mal sie auch benutzen dürfen. Aber, okay, noch kann ich kein Schild downhauen. Da muss ich anscheinend auf irgendwas anderes warten. Deswegen greife ich erstmal den Standardangriffen an. Natürlich. Und jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt darf ich draufhauen. Auch mit verschiedenen Elementen. Das heißt, wir machen deine Special Attack. Safe. Jo, hau drauf. Jetzt ist der Schild schon fast down, der erste. Danach machen wir nochmal Himiko Special. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Special Attack. Aber bitte drauf. Wundert euch nicht, falls ihr so Babygeräusche, sag ich mal, im Hintergrund hört. Es ist gerade mitten in der Nacht. Meine Tochter schläft. Meine Frau ist bei ihr. Das ist sie, von daher. Ich dachte vorhin, das wäre mein Sohn. Dann bin ich noch rübergegangen. Aber wenn das meine Tochter ist, dann bleibe ich erstmal hier und nehme weiter auf. Aber das bestätigt nochmal, dass das jetzt auf jeden Fall safe der letzte Part für mich ist. Und ich danach offline gehen werde und erstmal auch nicht zu denen ins Bett legen werde. Da, ich höre es wieder. Und ich muss so ein halbes offenes Ohr darauf halten, dass nicht mein Sohn auch aufwacht. Bin mal gespannt. Weil da habe ich es alle noch full live. Außer der Main-Character, der so ein ganz minimal wenig verloren hat. Sehe ich das richtig? Ja, oder? Wow. Zack und besiegt. Und damit ist der Kampf schon vorbei. Also da hatten wir bisher toughere Gegner. Aber ich denke mal, drin kommt noch mehr. Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. Also, it was 3 against 1. Ja, das stimmt auch.
I could have taken it on by myself. Das glaube ich auch. Should be all clear now. Let's poke around. The kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. If I remember it right, there ought to be some supplies for our cuts and bruises stored in that corner there. Jo, I just schauen wir uns hope an. the monster didn't get to them. It wasn't my imagination. Huh? What are you talking about? This building? This playground equipment? I've seen it all before. Ronja, bist du auch hier aufgewachsen? What? Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over 10 years. It would have been used if a Silvermane guard had come down here, let alone an overworld princess. Wait, unless Das before muss ja that. mehr als, genau. Das muss mehr als 10 Jahre her sein. Sie ist ja älter als 10. Das ist jetzt Yes, nicht. it's a possibility. That would explain why my memory of it is so blurry. Come on. I need to look around a bit more before I can be sure. Ist hier aufgewachsen, Ronja, oder hat dich deine Familie hier unten hingeschickt? So. Können wir auch hoch? Nee, ne? Hier war alles kaputt. Hier kommen wir nicht hoch. Hier kann man rein theoretisch runterlaufen, aber okay, das möchte sie nicht, dass wir hier runterlaufen. Ich merke schon. Von daher werden wir einfach weiter gucken. Wir haben unseren Finder nicht mehr, ne? Dann, What's up here? Yep. okay. Blue. Cool. Teeth marks. Bla 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 bla. Das interessiert uns nicht. Sondern wir suchen nochmal genau, ob hier noch mehr We've Materialien looked sind. everywhere but here. I hope my memory is right. Das hoffe ich auch, Seele. Great! And it's barely damaged. Nat wouldn't have expected her old supplies from years ago to have stayed in such good condition. Perfekt. You should still check the expiration date for things like rubbing alcohol. If it's expired, it won't be effective. Ja, meine ich doch. Nicht alles true. kann gut helfen. Let me check a few bottles. Huh? This is... Was habt ihr gefunden? This is- is... something from when I was a child. Oh. When you were a child? Are you sure? Ja. Du warst schon mal in dieser Stadt als Kind. No. I remember now. I used to live here. Before the architects took me away, before Madame Cocolia adopted me, I used to live here. I'm an undergrounder. Uh-oh. You're an undergrounder? Wait a minute. You're saying that Cocolia, the Supreme Guardian, adopted you? Then... Genau, sie hat sie Yes. adoptiert. I'm the successor chosen by the architects. In the future, I will become the guardian who leads Belobog. Oh, und jetzt Undergrounder. Why? Why didn't I remember this until now? My childhood memories are so blurry. Ja, du weißt erst ganz wenig, da hast du recht. Da muss irgendwie Kokolia was damit zu tun gehabt haben. No. Mother would never do that to me. There's no way she would. Du bist ja süß. Architect Stellaron? said that the guardian's successor is selected from among all people in Belobog. The selection process can take anywhere from a few years to a few decades. During Okay. that time, all children of the appropriate age in both the overworld and the underworld will be tested. In the end, only one child deemed as worthy will be chosen. I must have been chosen from among the children here and then taken to the surface. Ja, aber worauf werden die Kids at getestet? the orphanage are always coming and going. I never thought that there would have been a future Supreme Guardian among us. Does Nat know about this? Could she have been keeping it a secret? I don't think she knows. The selection of the successor is done with utmost secrecy. And the child chosen must completely say goodbye to their past. And thus, I became the daughter of Madame Cocolia. My only identity is that of guardian successor. But I'm not good enough. Every day I see Silvermane guards sacrifice their lives in the Fragmentum, but I've never had the resolve to try to change Mother's mind.
The underworld has been struggling, but I never tried to help. I didn't even know that it was my own home that had fallen into such a dire state. In the end, I haven't been able to guard anything. How could they have thought that I was worthy to be the successor? Hey, are you done? Huh? Wow. Ugh, so annoying. What? Ende einfach die Zukunft. What? You thought I should feel sorry for you after your little speech? You can hide in your palace while you fuss over your overworld problems. And on the front line, it's not even you who's putting their life in danger. But in the underworld, what do we worry about? If we'll have food for our next meal, or survive to the next week. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Didn't you say that? Well, if you really want to protect everyone, what are you standing here crying for? Get to it! Yes! Das sind die Worte, die es brauchte. You're right. You're right. Self-pity doesn't help solve anything. Thank you, Sila. Usually when I feel sorry for myself, I am met with gentle consolation. Never has anyone dared to be tough and make me snap out of it. I'm no good at consoling, but I can hit you on the head a few times, no problem. I can tell that you have a big burden to carry. Why do you force yourself to? As the successor to the Guardian of Belobog, I must always be vigilant of my behavior and thoughts. Yeah, Lady Branya. Miss Future Supreme Guardian comes from the same orphanage as me. Who thought it would be a good idea to put us together, huh? How about I show you around the orphanage a bit more? Unlike you, my memories from when I was little are crystal clear. Okay. I'll indulge in old memories with you for a while. Tschüss. Wie schön, dass ihr aufeinander getroffen seid. Also, ich erinnere mich nicht an meine I should let Kindheit. those two be alone for a bit. Oh, Waifu, du The achtest sogar only darauf. thing left to find is painkillers. I'll see if there's any nearby. What's that sound? Sie sucht das jetzt alleine. Oh, it's here. We found it. Was hast du hier gefunden? Also, wieso denn jetzt noch der Schmerz mit... Oh! Warning. Warning. Danger detected. Wir wollten eh zu dir, wie cool. I'm just passing by. Protect Clara. Initiating active defense mode. Oh oh, müssen wir jetzt kämpfen? Don't! I've seen this person before. She's not bad, right? Right. Command received. Danger removed. Deactivating active defense mode. This place is dangerous. You should leave. Ich glaube, ich weiß schon, was ich hier mache, aber ich brauche auch die Medizin. Oh, I came here for these painkillers too. Streit. There are a lot of people hurt at the vagrant camp. I guess the miners are no different? If everyone could just get along, things would be easier. Ja. Here you are. I hope the medicine is of help to you. Dankeschön. Ist Svarog auch hier? Oder nee, wir fragen niemand nach der Beziehung zu ihr von Svarog. Mr. Svarog, he's my family. I met Mr. Svarog when I was real little. He took me in and took care of me. I'm really sorry about what happened back in the Great Mine. Mr. Svarog doesn't trust any humans besides me, especially everyone from Wildfire. Ihr seid ja auch Gegner. Also, deswegen hat Svarog uns angegriffen? Mr. Svarog doesn't want to hurt people, but he always follows the calculations of his analysis. He thinks that interaction with humans is inefficient.
Ausweg Wildfire Clara. wants everyone to leave the underground, but Mr. Svarog wants everyone to stay here. According to his calculations, the overground is already unsafe. Und der Untergrund ist sicherer als der Yes. Untergrund? At least according to Mr. Svarog's calculations. Die ist voll He drin. says that his responsibility is preservation. To do that, he must make decisions that best protect humanity. Ist aber lieb von dem. Klingt ein bisschen wie Supreme Garden. I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarog, but no matter how many times you talk to him, Mr. Svarog won't change his mind. So please trust me. I'll try to persuade Mr. Svarog. Hopefully one day he'll finally listen. Clara, what are you doing here? You're Miss Seela from Wildfire. I came here to... Und jetzt erzählen wir ihnen alles. Aber das ist echt süß, dass die da so ganz normal miteinander reden. Why are you helping the vagrants look for medicine? If they're so great, how could they make a little girl go around running errands for them? No, it's not like that. I wasn't made to do anything. It's just that the living conditions for the vagrants aren't great. There's not even a clinic in their camp. So I wanted to help them out. Oh, sie ist so lieb. Also, not all of them are bad people. Everyone just wants to survive. Ronja so lieb, Clara so lieb, die sind alle so lieb. Miss Seela, did this medicine belong to Miss Natasha? Then, can you give me some? The vagrant's injuries are quite serious. I see. Let's split these painkillers then. Really? We don't need to ask Miss Natasha first? If I know Nat, she won't mind. Although, this will make it more difficult for us. She'll understand. She always does. Great. Thank you, Miss Seela. Miss Seela? Are you leaving? This old town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. And I have some more things I need to look for here first. Understood. Be careful, though. War doch ein nettes Gespräch mit ihr. Und das kann ich vermutlich hier noch nicht benutzen, den Controller, oder? Doch, kann ich. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier aufgeht. Aber ich muss mit dir widersprechen, Seele. Und was ist hier? Ah! Okay. Zack, hier kann ich mich heilen. Hier ist noch eine Truhe. Dann sprechen wir direkt wieder mit Seela. Und wenn ich sie lieber Seele nenne, Metal spreche ich plates schon and Deutsch. bandages, rubbing alcohol, Ja, painkillers. wir haben alles. Let's go report back to Natasha in Boulder Town. I think we can still make it before sunset. Die sind so schnell. Auf geht's wieder zurück zu Natascha in Boulder Town. Das bedeutet, hier kann ich mich zum Glück wieder importen. Das macht es deutlich einfacher. Ui. Eli, of Leader of the Stellar Hunters. Moin Natascha, wir haben die ganze Medizin für dich. Und Open Character Screen wird gemacht. Kann ich jetzt Ascenten? Select with Trailblazer. Eidolon. Ah. Ich kann jetzt die erste Constellation aktivieren. Also, falls wir unsere ultimative Fähigkeit benutzen und damit einen Gegner besiegen, regenerieren wir direkt wieder 10 Energie. Das heißt, wir kriegen schneller wieder unsere Spezialfähigkeit bzw. unsere Ult zusammen. Sehr cool. Beziehungsweise Character, Trailblazer, Ultimate. Ja, ist das, was ich auflade. Es gibt eine Basic Attack, ein Skill und eine Ultimate. Okay. Das ist das, was ich mir merken muss. Und Ascent geht immer noch nicht, weil ich noch nicht Difficulty Level 1 habe, was ich wahrscheinlich erst auf Stufe 20 oder ähnliches machen kann. Headpiece ist stark, aber rein theoretisch, warum enhance ich das Ding? Kann ich dich enhancen? Auto-Add? Ja, okay, komm, weg mit dir. Schwupp, +1. Boah, gibt das viel extra Attack. Ja, boom. Und da ist auch noch HP-Bonus. Bro, das vernichtet ihr komplett. Warum habe ich das nicht früh gemacht? Nochmal mehr. Okay. Dann darf der Trailblazer auch direkt. Enhance. Habe ich noch was? Yes. Mehr davon. Boom, auch Stufe 4. Und wieder du. Enhance. Boom, Auto-Add.
Mir vollkommen egal, wir brauchen die restlichen Relikte nicht mehr. Ich bin eh nur noch ein paar Minütchen hier. Aber das hätte ich ja viel früher machen können. Fett. Ich weiß immer noch nicht, was das hier für ein Stein ist, aber ist egal. Das gibt eh kaum XP. Oh, das wäre viel mehr Damage gewesen. Das wäre noch einfacher, den ganzen Content zu clearen mit den beiden so auf diese Art und Weise. Aber egal. Ich glaube tatsächlich mit Natascha reden für die restliche Medizin bringt jetzt so ungefähr gar nichts. Bedeutet, für mich ist am Ende des Tages, was ist hier noch? Achso, hier kann ich noch mal ein bisschen kämpfen, wenn ich möchte, aber ich glaube, für mich ist am Ende des Tages jetzt hier tatsächlich vorbei. Und L3, Pom-Pom. Ja, bewege mich noch einmal zu Pom-Pom, hol dir deine restlichen Materials, wir machen vielleicht noch einen letzten Pull, gucken, ob wir damit irgendwas rauskriegen, falls wir jetzt einen Pull geschenkt kriegen, das weiß ich natürlich nicht, aber werden wir gleich sehen, ob wir noch einen Pull geschenkt kriegen oder nicht. Am Ende des Tages kann ich natürlich jetzt gleich nochmal ein Fazit lieber ziehen zur Beta und was ich jetzt gesehen habe, als da zu spielen, und das ist doch ein Pull, oder? Zack, currently owned 2. Nehme mit und das kann ich auch schon mitnehmen. Wow, cool. Dann kann ich gleich nochmal ein Fazit ziehen, sobald ich hier gepullt habe. Das muss ich natürlich noch mitnehmen. Gib mir die Puls. Dankeschön. Hier kann ich ein bisschen warpen. Jetzt kriege ich noch eine Sila und bereue das richtig, dass ich direkt ausmachen muss. Stellt euch das vor. Zack. Ist gar kein Problem. Ja. Noch ein. Confirm. Okay, ich kriege nur einen Darnhagen. Wäre zwar auch cool gewesen, seine Constellation nur zu aktivieren, wenn ich ihn eh benutze. Und mehr. Hier sind noch 2 Puls. Hui. Und einen noch. Einen letzten noch. Ist auch Bronja, Himiko. Aber Himiko, die hat mir gefallen. Spielerisch zumindest. Okay. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich nochmal 2 letzte Worte finden zu dem Game. Also, storytechnisch war es für mich ein bisschen schwierig am Anfang reinzukommen. Sehr viel neu, sage ich mal. Sehr viel erstmal zu entdecken. Was sind Stellarons? Warum wurden wir beschworen? Ich habe das alles immer noch nicht so ganz gecheckt. Ich weiß nicht, ob man das im weiteren Verlauf der Story alles deutlich besser checkt, wo wir auf einmal herkommen, wer wir eigentlich sind. Das wurde ja alles gar nicht so richtig von Himiko erklärt. Sie meinte einfach nur, ja, jetzt bist du hier, jetzt mach mit uns. Und dann ist da dieser Astral-Express, der die Stellarons einsammelt. Das ist alles noch ein bisschen offen mit dem wenigen, was wir bisher wissen. Aber man findet relativ schnell irgendwann rein. Und jetzt, wo ich hier auf dem Planeten bin und man erstmal die Story des Planeten fokussiert, kommt man voll rein. Das heißt, das Große und Ganze gerät so ein bisschen in Vergessenheit und ich finde es sehr spannend, dem Ganzen zu folgen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, wenn irgendwann das Let's Play bzw. das ganze Game rauskommt, dass wir das nochmal Let's Playen mit deutschen Untertitel. Das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Nummer, eine ganz spannendere Nummer. Hoffe ich zumindest, dass es deutlich spannender wird, wenn ich das hinkriege. Zeitlich muss ich das natürlich alles schauen, aber das Kampfsystem ist halt perfekt für mich. Ich bin mit Final Fantasy aufgewachsen, ich bin mit Pokémon aufgewachsen. Es ist rundenbasierend, mit diesen paar Extras, das natürlich die Zeittafel, die kam irgendwann, war sie ganz revolutionär, mittlerweile auch wieder eine Funktion, die 15 Jahre alt ist oder sowas. Aber hier, dass man jederzeit seine ultimative Fähigkeit einschmeißen muss und sich überlegen muss, wann schmeißt man sie ein, dass die Gegner alle so eine Break-Leiste haben und man sich überlegen muss, breakt man jetzt erstmal den linken Gegner, erstmal den rechten Gegner, breakt man sie jetzt in diesem Moment oder lässt man den Gegner erstmal angreifen und breakt das dann. All solche Sachen sind natürlich etwas, was man überlegen muss während des Kampfstils, was das rundenbasierende Kämpfen deutlich spannender macht als, ich sag mal, ein Pokémon. Du wählst die Fähigkeit aus, bist fertig. Wählst die Fähigkeit aus, der Gegner, du, der Gegner, du, der Gegner, sondern du musst überlegen, welche Fähigkeit wählst du wann aus und das finde ich viel, viel spannender. Also für mich eine gelungene Beta. Ich habe Bock auf den Full-Release des Games und ich gehe jetzt schlafen und hoffe, dass euch das Let's Play gefallen hat. Gute Nacht!